Ob auf dem Handy, der Konsole oder dem PC, kaum ein Hobby ist so beliebt wie Videospiele. Gaming tue ich schon quasi seit ich denken kann. Das Geschäft mit der Zockerei ist auf einem Allzeithoch, sogar beliebter als Streaming und Musik zusammen. Der internationale Gaming-Markt hat ungefähr 200 Milliarden Jahresumsatz, also weltweit. Und auch Hessen spielt im Milliardenmarkt mit. Wir haben ganz große Player mit Sony, Nintendo und anderen in Frankfurt, deswegen durchaus sehr stark relevant. Max will wissen, wer oder was steckt hinter dem Gaming-Boom und wie viel davon ist hier in Hessen zu spüren. Wir sind zu Besuch bei Ben Wührer. Der passionierte Gamer zockt täglich einige Stunden und das hat Gründe. Es ist für mich einfach auf der einen Seite so ein bisschen Möglichkeit, mal zu entspannen und was anderes zu machen und in vielen Punkten auch so ein bisschen, ja, manchmal der Realität zu entkommen. Und damit ist Ben nicht allein. Weltweit zocken 3 Milliarden Menschen Videospiele, davon 38 Millionen hier in Deutschland. Gaming ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, erzählt uns auch Wilhelm Weber. Er ist Professor für Game Design an der Hochschule Darmstadt. Gezockt wird querbeet. Die Entwickler haben immer Spiele für alle gemacht. Aber erfreulicherweise gibt es jetzt unglaublich viele weibliche Spieler. Wir wollen für alle Games machen, für jung, alt, für weiblich, männlich, für alle, alles was es so gibt. Ja, wir sind da ganz offen. Viele diverse Gamer, das heißt auch die Nachfrage nach Spielen und Konsolen war noch nie so hoch. Ein aktuelles Beispiel, FIFA 23, eine Fußballsimulation, wird derzeit millionenfach verkauft. Hinzu kommt, viele Videospiele werden nicht nur massenweise gekauft und zu Hause gezockt, sondern auch im Internet und dann sogar vor einem riesigen Live-Publikum. Und all das addiert sich. 2021 machte der Gaming-Markt weltweit einen Umsatz von 175,8 Milliarden $. Zum Vergleich mit Videostreaming, Musik und Kinos zusammen wurden im selben Jahr nur 128 Milliarden $ umgesetzt. Allein auf Deutschland entfallen rund 10 Milliarden € Gaming-Umsatz und der Boom reißt nicht ab. Wir sind so turbomäßig unterwegs. Ich habe gerade neulich geguckt, man denkt ja bei den Handys, das ist super schnell. 2007 gab es das erste iPhone, jetzt haben wir 22, jetzt sind wir beim iPhone 14. Aber wenn man das, glaube ich, mit Games vergleichen würde, wären wir beim iPhone 40. Ein Boom, der sich rasant entwickelt hat. Und nicht nur weltweit, sondern eben auch hier bei uns in Hessen. Also der Gaming-Standort Hessen ist klasse. Nintendo, Sony sitzen ja alle hier. Also Hessen hat einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil. Max zu Besuch bei Roca Play in Darmstadt. Das Team um Geschäftsführer Robert Kaiser entwickelt hier familienfreundliche Spiele für PC, Konsolen und Smartphones, die weltweit Abnehmer finden. Gegründet habe ich das Unternehmen 2018. Damals war noch die Idee der reine Vertrieb physisch im Mediamarkt und Saturn, kleine Puzzlespiele. Und wir sind dann so gewachsen. Ich habe den ersten Kollegen 2020 eingestellt als Entwickler. Und wir sind so über die Jahre gewachsen, sind jetzt aktuell 8 Leute, die für Produktion, Entwicklung und Vertrieb zuständig sind. Produktion, Entwicklung, Vertrieb. Roca Play ist eine von über 40 Gaming-Firmen in Hessen. Teil des Teams ist auch Garvin Gurbert. Gaming-Designer wie er brauchen Leidenschaft, Herz und ganz viel Geduld, gerade mit Blick auf die Bilanzen. Zwar verzeichnete Roca Play in den letzten 10 Jahren ein Wachstum von 25%, Luft nach oben bleibt aber immer. Wir sind hier in Deutschland im Gegensatz zu beispielsweise den USA deutlich stärker auf Förderungen angewiesen. Deswegen ist es immer relativ schwierig, in die Zukunft zu schauen, weil man nie genau weiß, was die Politik entscheidet. Und bei dieser Förderung ist das Land Hessen noch nicht in der besten Liste, bemängelt auch Geschäftsführer Robert Kaiser. Ich kenne kein einziges Unternehmen, die diese Förderung bekommen haben. Ich sehe Hessen nicht als ein Bundesland, was das stark fördert. Und tatsächlich, im Bundesvergleich liegt Hessen mit einer Förderung von 200.000 € pro Jahr gerade mal im unteren Drittel. Zurück zur Hochschule Darmstadt. Hier lehrt nicht nur Wilhelm Weber, sondern auch Professor Stefan Jakob. Seit 2014 bietet die Hochschule den Studiengang Animation and Game an. Das Studium ist so aufgebaut, dass wir natürlich erstmal allen die Grundlagen beibringen in den ersten Semestern. Also jeder lernt hier auch wirklich erstmal alles vom Programmieren über Charaktererstellung, über das Game Design und wandert dann aber auch sehr schnell in das projektbasierte Lernen über.
Sowohl Darmstadt als auch Hessen sind aus seiner Sicht trotz der Hürden ein idealer Standort, um in den Gaming-Markt einzutauchen. Der Studiengang passt hervorragend ins Land Hessen, weil wir hier einen sehr großen Gaming-Fokus und einen sehr großen Gaming-Standort in Deutschland haben. Und dadurch, dass wir hier so viele Firmen haben, die Spiele produzieren oder Spiele vertreiben, bilden wir hier genau den Nachwuchs aus, den die Firmen hier halt benötigen. Die Studienplätze sind begehrt. Die Studierenden, die sich im Auswahlverfahren beweisen konnten, fühlen sich hier richtig wohl. Ich habe schon immer Interesse an Technik gehabt, aber auch sehr an Videospielen und Kunst. Und das ist einfach die perfekte Verbindung von beidem. Mir gefällt einfach die Community, wie wir hier alle so gemeinsam an den Projekten arbeiten. Und es ist einfach ein cooles Gefühl, hier zu sitzen und unser eigenes Projekt spielen zu können. Und der boomende Markt? Für die Studierenden hier sind wirtschaftliche Aspekte zweitrangig. Es ist jetzt nicht meine erste Priorität, viel Geld zu verdienen. Ich will halt einfach was machen, wo ich Gefallen dran habe und was mir auch Spaß macht, was ich mir vorstellen kann, auch für eine längere Zeit zu machen. Ob der Gaming-Bereich groß oder klein ist, war mir relativ egal. Ich wollte einfach sehr, sehr gerne da rein. Fazit: Der Gaming-Markt kennt keine Grenzen und Hessen ist ein wichtiger Player in der Branche. Würde das Land das Potenzial noch mehr ausschöpfen, hätten wir wesentlich bessere Chancen auf den Highscore. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt, ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt, einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert.